Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Ich möchte heute mit euch über das skandinavische Gambit B4 erzählen und berichten. Und zwar entsteht das nach den Zügen E4, D5, was skandinavisch bedeutet, und nach Springer C3 die Dame A5 Variante. Mittlerweile ist ja auch die Dame D6 Variante beliebt. Aber heute schauen wir mal auf Dame A5 und auf diesen Zug B2, B4. Ein Gambit, wofür ist das gut? Und wenn Schwarz es annimmt, und das ist eigentlich so die einzig sinnvolle Variante, dann sehen wir die erste Idee von Weiß, nämlich mit dem Turm diese halboffene B-Linie zu besetzen. Dass jetzt die Dame angegriffen ist, ist klar, die muss natürlich wegziehen, aber dieser Turm auf dieser halboffenen B-Linie greift diesem B7-Bauern an. Sprich, dieser Läufer auf C8, der hat Schwierigkeiten, sich auf normale skandinavische Art nach F5 oder G4 zu entwickeln, weil der B7 dann einfach hängen würde. Und das ist ein kleiner Faktor, sprich, man versucht den Schwarzen an der Entwicklung zu behindern. Das zweite ist natürlich, dass diese halboffene B-Linie den schwarzen König auch mal daran hindert, lang zu rochieren, was im Skandinavisch auch öfter mal vorkommt. Und mit so einer halboffenen B-Linie, da rochiert man ja ungern rein. Und das dritte ist, das sehen wir gleich in dieser Partie auch noch, dass dieser Turm selber, ich mache mal eben ein, zwei Züge weiter, damit es nicht zu unübersichtlich wird, dass dieser Turm hier selber auch noch die Möglichkeit hat, über B3 oder B5, je nachdem, hier Richtung Königsflügel zu schwenken. Und das ist eine tolle Sache, dass diese Figur, dieser Randturm, der sonst sehr inaktiv wäre, auf einmal mitten im Angriff dabei ist. So, das sind so die grundlegenden Ideen. Was kommt noch dazu? Hinzu kommt, dass Weiß im Regelfall einen relativ großen Entwicklungsvorsprung bekommt. Wir sehen hier, dass Weiß bereits 3 Figuren entwickelt hat, während Schwarz nur die Dame entwickelt hat. Außerdem muss Schwarz eventuell mal auf Ausfälle wie Springer B5, was den C7 im Auge haben will, zumindest mal ein Auge drauf haben, dass es vielleicht nicht geht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Schwarz hier C7, C6 gespielt hat. Ein sehr typischer skandinavischer Zug. Einmal natürlich für die Felderkontrolle hier auf B5 und D5, aber besonders wenn die Dame noch auf A5 steht, ist das immer ein Zug, um ein Rückzugsfeld nach C7 zu haben. Das heißt, dieser Zug kommt bei skandinavischen Spielern öfter mal vor. Entwickelt aber immer noch keine Figur, sodass Weiß jetzt mit D2, D4 auch noch schön das Zentrum besetzen kann und zum Beispiel mit dem Springer auf diesen Vorposten E5 kann. So, Schwarz kann sich immer noch nicht so richtig frei entwickeln mit diesem Läufer, wegen dem B7. Und wir sehen in dieser Partie ein sehr häufiges und typisches, ähm, Momentum, Faktum, wie auch immer, nämlich dass, wenn der Läufer nicht raus kann, dieser Läufer auf F8 möchte sich aber auch irgendwann mal entwickeln und dazu kommt häufig genug der Zug E7, E6 dann vor, was dann den Läufer C8 aber endgültig einsperrt. Und so kam es dann auch in dieser Partie. E6 und Weiß kann sich weiterentwickeln und dieser Läufer hier steht natürlich super. Der guckt schon zum Königsflügel, um eventuell mal auf H7 ein Opfer oder einen Angriff zu starten. Natürlich nach der schwarzen Rochade. Und jetzt entwickelt Schwarz auch mal eine Figur und Weiß rochiert sich und ist mit seinem König in Sicherheit. Ja, und jetzt sehen wir einfach so ein relativ häufig wiederkehrendes Motiv oder die Aussage sozusagen, dass nicht Springer E5, sondern dass hier alle weißen Figuren nicht nur entwickelt sind, sondern auch noch zentral stehen. Der Turm von F1 nach E1 hier auch sehr schnell Zentrumsfelder beherrschen kann und vor allem auch
dann über die dritte Reihe notfalls auch noch am Angriff teilnehmen kann. Genauso wie der Turm. Ne? Und im Grunde spielen alle weißen Figuren mit. Selbst dieser Läufer C1, der ja noch nicht entwickelt ist, könnte gegebenenfalls mal auf H6 irgendwie einen Angriff starten, wenn Schwarz H7, H6 gespielt hat. Vielleicht ein Opfer oder sonst wie. Wir sehen also, dass Weiß einen riesen Entwicklungsvorsprung hat und versucht, diesen jetzt in einen Angriff umzumützen. Und das schauen wir uns mal in dieser Partie jetzt genauer an. So, und in dieser Partie kam Weiß jetzt zu Turm B3, was einfach diesen Turm, wie gesagt, hier schon mal aktiviert. Schwarz rochiert und hat damit im Grunde natürlich so eine Art Startsignal für den Königsangriff gegeben oder, naja, für die Richtung, ne, die jetzt in die Richtung dieses Spiel nehmen wird. Und Turm F1 völlig normal, Turm E8, Läufer G5. Ist auch ein guter Zug. Nicht nur, dass die letzte Figur entwickelt wird, sondern Weiß möchte jetzt gegebenenfalls diesen Springer auf F6 tauschen, um damit einen Verteidiger des Feldes H7 zu entfernen. Das ist immer mal, muss ja nicht sofort sein, aber für einen Hinterkopf quasi so ein Faktum, dass einfach, ja, der H7 im Auge des Betrachters von Weiß liegt. Schwarz macht aber Springer BD7, was normal und auch gut ist, dass diese sich gegenseitig hier decken. Und Springer E4 kam. So, und jetzt sehen wir, dass alle weißen Figuren im Grunde im Spiel aktiv dabei sind, während bei Schwarz nicht nur, dass der Läufer C8 nicht entwickelt ist und dadurch der Turm A8 auch nicht mitspielt, auch, dass die Türme eventuell mal nicht verbunden sind. Ne? Wer weiß, wofür es gut ist. Und das heißt ja noch nicht, dass Weiß hier automatisch eine Gewinnstellung hat. Das ist, glaube ich, etwas übertrieben. Aber es macht natürlich in der Praxis sehr viel Spaß, mit allen Figuren so Richtung König zu spielen. Man merkt diesen einen Bauern, merkt man ja im Grunde jetzt im Augenblick noch gar nicht. Und vom Endspiel sind wir auch noch sehr, sehr weit entfernt. Und Schwarz spielt damit C7 und Weiß tauscht auf F6 zweimal ab, so dass am Ende dieser Springer zurückschlägt und wir jetzt mit dem Springer auf E5 einen wunderbaren Vorposten hier haben, der einmal diesen F7 im Auge hat, zum anderen natürlich auch eventuell D7 im Auge hat. Grundsätzlich steht der Springer sehr zentral und ja, auch wenn jetzt nur noch weniger Figuren oder nur noch 2, 3 Figuren da sind für Weiß, die jetzt beim Angriff helfen können, Schwarz hat ja auch entsprechend wenig Verteidiger. Wie gesagt, das ist alles als ein Beispiel aus einer praktischen Partie. Und jetzt hat Schwarz quasi mal im Zentrum einen Gegenschlag gemacht, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Und jetzt hat Weiß einen praktikablen Zug ausgepackt, nenne ich es mal. Nämlich er wollte mit G2, G4, er wollte jetzt mit G4, G5 diesen Springer vertreiben und damit letzten Endes den Angriff auf den Punkt H7 eröffnen. Das ist natürlich durchaus ambitioniert, aber auch durchaus interessant, denn der eigene König, der jetzt ja so ein bisschen luftig gemacht wird, das muss man so ein bisschen abwägen. Ist der eigene König wirklich in Gefahr? Und wenn man genau hinguckt, sieht man eigentlich überhaupt keine Figuren, keine schwarzen Figuren, die in die Nähe des weißen Königs kommen können. Mit ein bisschen Fantasie kommt der Springer noch da irgendwie rein, aber dann ist auch langsam Schicht im Schacht. Und es geht ja immer nur um diese Zeit, sprich, Weiß möchte ja im Mattangriff oder irgendwie jetzt erfolgreich sein. Und da wird Weiß natürlich deutlich schneller sein, um zumindest die Initiative zu übernehmen, als dass der weiße König selber in Gefahr geraten würde. Und jetzt kam Springer D7. Und gut, ein Nachteil von diesem G4 ist auch noch, dass die Dame jetzt leider nicht nach H5 kann. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Und jetzt sehen wir einfach, dass der Springer freiwillig nach D7 gegangen ist. Und damit letzten Endes den Punkt H7 auch vernachlässigt hat. Und ja, die praktische Komponente schlägt jetzt quasi zu, indem Weiß ein Läuferopfer auf H7 spielt.
Und jetzt fragt man sich, was ist die Idee davon? Klar, Schach ist das eine. Man kriegt einen Bauern und offene Linien für den gegnerischen König oder gegen den gegnerischen König. Und zum Zweiten bekommt man jetzt schon mal einen zweiten Bauern, weil der F7 auch noch ungedeckt ist. So, das heißt, man hat 2 Bauern, einen offenen König, viele Linien und noch 2 Türme, die potenziell in welcher Form und Farbe auch immer hier mitwirken können und die Dame natürlich sowieso. Und ja, man kennt das natürlich aus der Praxis. Es ist etwas riskant, keine Frage, aber der Verteidiger steht ja immer unter permanentem Druck. Das heißt, verteidigen ist grundsätzlich schwerer als angreifen. Und ja, Schwarz hat jetzt hier den Zug König G6 gespielt, was etwas verwegen aussieht, denn nach König hier mitten ins freie Feld zu stellen, nur um den Springer hier anzugreifen, das hätte man vielleicht auch mit dem Königszug nach G8 erreichen können. Und aber nach G6, ja, wie gesagt, der König steht auf in freier Wildbahn, das kann nur zu Schwierigkeiten führen. Zum Beispiel Turm F3 kommt jetzt, was den Springer deckt, und auf einmal droht die Dame hier über D3 hier Schach zu geben und der König kommt hier nicht mehr so richtig weg aus der Gefahr. Deswegen spielt Schwarz C4, um das Feld D4 hier abzublocken, aber nach C3 ist diese Diagonale wieder offen gegangen, sodass Schwarz sich was anderes einfallen lassen muss. Und er hat hier Springer F6 versucht, was die F-Linie schließt und diesen Springer hier angreift. Aber andererseits kann der sich jetzt auch wieder retten auf E5 mit Schach. Und ja, jetzt sehen wir einfach, dass der König natürlich hier nicht zurück kann und jetzt 1-2 Tempi verlieren muss, um wieder nach Hause zu rennen. Und in der Zeit kommt die weiße Dame jetzt hier zack nach vorne und auf einmal sehen wir, dass Weiß einen fürchterlich mächtigen Angriff hat. 1, 2, 3, 4 und potenziell noch der Bauer sind im Angriff involviert, am Angriff beteiligt. Zum Beispiel dieser Bauer G5, das den Springer F6 vertreibt, und wenn der weggehen würde, würde der Turm nach F7 kommen. Als Beispiel schon. Nebenbei droht natürlich Turm schlägt F6, ja, wegen dieser Fesselung hier. Und so weiter und so fort. Sprich, die praktischen Komponenten sprechen jetzt hier deutlich für Weiß. Und Schwarz versucht eine Königsflucht. Und ja, also Weiß kann hier sicherlich auf mehrere Arten schon gewinnen. G4, G5, einfach die Figur zurückholen und einen Angriff zu haben, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wenn man einmal so im Angriffsrausch ist, ne, dann übertreibt man natürlich auch manchmal oder man möchte noch mehr glänzen und dann kommt man hier auch zu solchen Opfern. Turm F6. Und nach dem Schlagen, Dame schlägt F6, sehen wir, dass der König jetzt hier nicht rausrennen kann. Auch die Dame kommt nicht davor, wegen dem Springer hier. Das heißt, der König muss zurück. Und ein Schach. Jetzt ist der Turm angegriffen. Der König muss also zurück. Und der nächste Turm, sprich der letzte Turm, versucht auf einer offenen Linie, gegebenenfalls auch über H3, am Spiel teilzunehmen. Und wir sehen natürlich, dass eine solche Mehrheit gegen einen fast nackten König, da sind die Erfolgsaussichten schon sehr, sehr hoch. Keine Frage. König E7. Turm H3, was Turm H7 droht. Auf der 7. Reihe ein Spieß. Der Läufer entwickelt sich endlich mal. Und da endlich, dass die Türme verbunden sind und die 7. Reihe ein bisschen geschützt ist, aber zu spät letzten Endes. Denn Dame G5 verhindert, dass der König hier fliehen kann. Und nach König D6 kommt Springer F7 Schach. Und der König hat nur noch ein Feld, nämlich hier auf C6. Und dann würde die Dame nach C5 kommen und Schach matt setzen. Und deswegen hat Schwarz hier auch aufgegeben. Gut, auch wenn das natürlich nicht ganz fehlerfrei von beiden Seiten war, aber grundsätzlich diese Idee mit diesem B4 konnte an dieser Partie durchaus anschaulich erklärt werden, denn
dieses Opfer und diese halboffene B-Linie hier ist ein Faktor und der Entwicklungsvorsprung ist ein zweiter, sodass man hier einen schönen Angriff haben kann. Ja, auch wenn natürlich alles nicht theoretisch zementiert ist, keine Frage, aber die Praxis zeigt, das ist für uns Otto-Normalverbraucher sicherlich eine durchaus interessante Überraschungswaffe. So, probiert's einfach mal aus. Ich werde es auch mal ausprobieren und dann werde ich euch berichten. Bis dahin.